Ik mag hier bloß anfangen met een vers lezen. En dat is het in Psalm 1, vers 1. Der sagt so steht. Gezegend ist die den gottlosen ihren Rot nicht annehmen und nicht mit seiner Taub auf einen Weg gonen. Wenn ich würde Frau und Weg leicht reisen. Well, ich glaube, da würden irgendwann einer die Hand abheben. Oh ja, du hast einer, der das einfach. Kann er nicht uitholen anders. Aber, yes, reisen, da kann viel mit sich bringen. Einmal, wir ticken an Fahrbots, wir wollen Freunde sein, vielleicht sind wir auf Land sein haben. Freundschaft. Und dann noch, wenn wir fahren, dann sehen wir verschiedene neue Dinge. Und manchmal können wir uns vielleicht auch noch die Wolken von boven besehen. Ja, viele kommen dazu. Well, wir können uns leben, das kann verglichen werden mit einer Reise. Und das wird vielmal getan, und leider ebenso wie von der all gehört haben, wir pilgern nach Sion. Wir können reden von Reisen, von Pilgern, von Gonen, ich weiß nicht, was noch alles. Sehr viel kann dazu gehören. Und wir sagen dazu steht, da ist eine Zeit, wenn wir waren geboren in dieser Welt nennen, und dann fängt unsere Zeit an. Dann gehen wir durch eine Zeit, sagen wir, und dann kommt das ein. Na, das kann sehr verschieden sein. Für einige ist das eine kurze Zeit und für die nächste eine längere. Viele Kinder, die wissen noch nicht, was diese Welt zu bedienen hat, was sie sterben. Und dann sagen wir noch viele, die kommen eben nicht mal ganz, was sie das Licht von dieser Welt sein kann. Und wir wissen, von was ich dann reden will, jo? Weil wir sagen, dass die Zeit, wo wir hier durchgehen, das ist sehr verschieden. Wir wissen keinmal nicht, wo lang. Irgendein Allah ist immer rein dafür. Das soll sein. Wir lesen in Psalm 90, Vers 4 in diese Wort. Ons Leben ist hier. Und das meint, wenn es normal ist und gut ist. Ons Leben ist hier 70 Jahre. Und wenn es hochkommt, dann 80. Und wenn das auch schön gewesen ist, habe ich doch bloß von Mühe und Trühe zu reden. Das kommt bald zu eng. Wir fliegen dann weg. Auf dieser Reise, da können schöne Tiden sein, sagen wir. Und da können auch sehr trüge Tiden sein. Schwere Tiden. Da kann Gott sein, da kann ferner Gott geroder Weg sein. Und da kann auch sehr steinerig sein. Und da kann auch sehr steil bei ab und bei aufgehen. Und da kann auch Schluchten in Riefers kommen, irgendwas, was wir begegnen können. Und dann kann es noch passieren, dass wir noch einmal durch die Wüste reisen müssen, wo das sehr heit kann sein, und derch, und wo wir können sehr durstig werden, und verschiedene Dinge, was da angehen kann. Und das kann wir vergleichen am Leben oder ab ihrens. Von der, wenn die Menschen reisen, dann, das ist sehr verschieden. Und wir haben eine Großtochter, die ist auf eine 3-monatige Reise weggefahren, nach Europa. Und dann ist einer ein bisschen besorgt da. Aber of course, er fährt das längste ein, fährt auf dem Plane. Und dann, wenn der Start ist, dann fährt sie viel auf dem Zug noch, auch mit einer Bus, und dann auch noch ein paar Enge mit einem Boot. Und dann, wenn sie Dinge besehen, dann, auf viele Städten, wo er auch noch halten soll für ihre Schule und so weiter,
dan is dat nog veel, nog enorme enger te fout te gaan. En we vertrouwen dat alles wat ook gonen, zo gleich terugkomt, dat zal aanvangs december passieren, wat zal terugkomen. Wanneer we denken dan aan een landkaart, een map, en vielleicht zo'n weltatlas. En ik weet, ik ben nog maar een kleiner jong, dan bezag ik me den al immer. Ik kijk, wo is dit land en wo is dat en zo wieder. En wat je, wanneer je dan opkijkt, dan zijn er vele wegen daarboven, ja. En scheinbar alle wegen zijn er al mensen die den gemerkt hebben en zij reizen daarboven. Wanneer we nu aan dat Jesselje denken, dan zijn er bloos 2 wegen. Er is de breite weg en er is de smalle weg. In Jesaja kapitel 53, vers 6, da lezen we werden alle op den Erweg, zoals verlorene Schop, en jeder einer ging seinen einen Weg. So staat erst dat, wanneer we denken dan aan de menselijke natuur, oder de Welt, die is op dem breiten Weg, wo die boven reizen deed. Wanneer we nu aan Christus zijn, wanneer we hem aannemen dan komen we op dem schmalen Weg nap. In Matthäus kapitel 7, vers 14, daar zegt es dit. En de poort is eng, en de Weg is smal, die zum Leben führt. En dat zijn maar weinige die den vingen. Nou, we kunnen ons vragen, waar bevinden we ons op onze reis, ja? Waar bevinden we ons daarboven? Er staat een smalle weg, waar we boven zijn. Nou, we zeggen, nou ja, we hebben Christus aangenomen en we wandelen alle op den schmalen weg. En wanneer hier weer is, dat ik würde mal sagen, ich bin mir nicht ganz sicher, wo ich zie. Dann ist es sehr wichtig, dass wir durch uns damit zu tun merken und auch klar haben, wo wir reisen tun. Wenn wir denken dann an, wo geht das dann, ist dann alles eben, dann geht das bloß am Schein. Na, wenn wir nu würden wem hören, der will kommen und sagen, oh, bei mir hat noch mal bloß am Schein gegangen. Ich weiß eben nicht, wann die Menschen reden von schweren Tiden, was das überhaupt meint. Dann würde ich vielleicht fragen, na, kommst du auf uns von den Garten Eiden? Oder von einer anderen Welt? Wie sonst doch beleben wir hier nicht in dieser Welt, ne? Das sind viele Dinge, die wir begegnen dann auf der Reise. Das sind so Dinge, wo wir uns vielleicht selbst uploaden und auch so Dinge, wo wir nicht gerne aus dem Stich gehen. Das ist interessant, wenn wir daran denken, dann, über so viele Dinge, wie keine Macht haben. Und dann wollen wir sagen, wir können uns nicht wählen, wo oder wann wir würden geboren worden. Da hat wir nichts zu sagen. Ich denke noch mal an so eine Dinge statt. Ich denke, ich muss vielleicht tüffeln anderen nach, aber ich habe von jung an viel über Dinge gedacht. Und dann können wir auch sagen, wir können uns gar nicht unsere Eltern wählen. Und wir können doch gar nicht entscheiden, welch an jene Seite Welt geboren worden oder an diese Seite. Oder wat het een rikkert land zijn, wo der Ruhe ist oder ruhig ist, oder vielleicht auf eine sehr arme Stadt, wo die Menschen vielleicht nicht gut zu essen haben. Ich denke an die Kinder, da wird gesagt, dass an 19, oder an 2018, Kinder, die geboren wurden, so viele Städten, wo es sehr arm geht, dort sind 8000 Kinder den Tag, die sterben dann, wo sie von reden, wo sie ernährt sind und wo auf die meisten von den ärmsten Städten sind. Na, das hätte ich bloß sehr grav, 8000. Und wenn wir uns das Toptalen dann, so ist das wiesen, das sind eben 11 Millionen das Jahr.
wordt door sterven doen, en daar zijn nog meer als dort, maar dit zijn besonders wat er een zware leren zijn geweest. En over dit hebben we alle niets te zeggen. We hebben in 2 Mose hebben we de geschichte van, waar de Israëlieten in een grote slaverie waren. En daarna vingen we dat hier, waar God entraden deed. En ik wil wat versen lezen in 2 Mose kapitel 6, vers 5, wo we aanvangen, waar Moses in de, waar God naar Moses kwam. En dan heb je hier deze beeld. En ik heb ook klaar gehoord, waar de Israëlieten stenen onder de zware lasten, die de Egypter aan opleiden. En ik heb niet vergeten, dat ik een bund gemerkt heb. Door werden zij, toen de Israëlieten nu, ik zie de Heer. En ik wil jullie van onder de Egypter ihre zware lasten uitbrengen. En aan van de kwol raden. En wil jullie helpen met mijn arm, die niet meid wordt. En dit met een gewaltig oordeel, dat meint over de Egypten. Een paar bemerkingen hierover, want ik wil kijken naar wat hij zei, dat hij zegt, hij heeft dat gehoord. En wat van de zware tijden zij er zijn, waar zij stenen moeten. God, we zeggen dat hij is die er alles hoort, die er alles zit. En hij is alwetend. We hebben gewoon nog vele van ons, we hebben den Vers werden geleerd in Catechisme, waar God is. Hij is alwetend, almachtig, alzehend enzovoort. En dus dat ving we dat hier. Hij waar dat aan, hij wist krak wat er aangonen deed. En wanneer we denken dan aan waar dat feilen deed, wanneer we weten dat God is werkelijk dichtbij. Hebben die feilen, fällt het niet ver und so scheiß weit auf? Maar weet je wat, wanneer we dat nemen wat de Bijbel werkelijk zegt, dan weten we dat hij wordt dat aan wat er aangeeft bij ons. De psalms vingen we in Psalm 139 van vers 1 wo ik wat lezen, dat zegt dus dat, O Heer, du hast mij onderzocht en kennst mij. Du weet dat wanneer ik zet en wanneer ik opstoel. Du weet van wie af wat ik denk, of ik op en ram zie, of leeg. Du bent aan mij en best met al mijn wegen bekend. En ik een woord op de tong heb, weet du, o Heer, al krijg wat dat is. Du bent van alle zijden ram mij en houdt die hand over mij. Zo'n erkenntnis is zo wondervol voor mij. David, de Heilige Geest, die leert aan vele dingen, dat hij dat kan anerkennen en zijn, wat het werkelijk weer. We zijn dat wanneer we op onze levensreis gaan, en we zijn gewoon, wat groot en dicht bij God is, dat wordt ons vielleicht veel helpen, veelmals, dat we vielleicht niet onze gelijkaardig zijn en schemol en dingen doen, wat we weten wat er niet groot is. We fürchten, we wollen God vielleicht een beetje meer fürchten, dat is am respect geven. Ik denk me even, wanneer ik jong was, en er irgendwas aangaan deed wat ik wist dat we niet graag, dan had ik dat al geleerd van mijn moeder. God, dit is alles wat we doen. En manchmal buurt dat dingen ver. Niet helemaal. Dat we nog zoveel, met wem best u taub en zo wieder. We zijn vielleicht ook een beetje eierreid, toen we hem aanroepen. Wanneer war, besonders wanneer war ich auf ein sehr steinerig Wort. Aber wenn wir
das leren doen en in zijn woord, meer en meer zei we dat, wat God van de Leib hat für die Menschen. Israel ist ein gutes Exempel. Wenn wir den Leib von den allweitigen Gott und wir sehen, was er getan hat, und dem Herrn Jesus Christus für uns. Und wir am anrufen, dann rät er uns, uit des Globerie uit von der Sinn. Und er sagt uns auf den schmalen Weg ab. Wenn wir einmal auf den schmalen Weg sind, dann haben wir Dinge, die wir nicht können finden auf dem breiten Weg. Und dort ist der Friede, der bloß Gott uns geben kann. Haben wir alle den Frieden? Und dann kommt der Heilige Geist, der kommt in uns Leben an. Und der gibt uns die Überzeugung, wo wir stehen. Weil das ist immer ein Ding, was ich den Herrn wohl so viel gedankt habe. Und wenn wir lesen dann in Epheser Kapitel 1, Vers 13, da sagt es es dort. Und so wird das auch mit uns, die die Wahrheit gehört haben, wodurch sie gerat worden und an am Geleibten, dann tiegen Gott jönt mit den Heiligen Geist. Dann kriegen wir die Gewissheit, besonders wenn wir das gut lernen. Und dann haben wir eine Freiheit in uns. Und dann haben wir ein Ziel im Leben. Und dann haben wir auch ewiges Leben. Und dann können wir vorwärts kicken. In Hebräer Kapitel 11, Vers 1 haben wir diese wieder sagen, der Glauben ist die Gewissheit, dass wir dort kriegen wollen, auf was wir hoffen. Und es ist ein Nicht-Zweifel. Zweifeln und dort, wo wir nicht sein. Ist das nicht eine interessante Sicherheit? Der schmale Weg mag nicht glatt sein. Und der schmale Weg, der ist aber in dieser Welt. Das meint, dass vielmal darf das nicht leicht sein. Und der Feind, der kann du auch nach uns versuchen und uns plagen. Und vielmals sind wir gar nicht klar geworden über, was alles angeht in die düstere Welt, was uns proben, Schaden anzubringen. Der Psalmist, der fällt das auch. Und wir können denken, dass er ging auf den schmalen Weg und dann sagt er es dort. Als mein Geist der Last nicht mehr drehen kann, dann wirst du an meinen Weg, auf den Weg, den ich gehe, haben sie heimlich Schlangen abgelegt. Schlangen gelegt. Und dat de Feind ist bereit, um Dinge zu tun, wo das uns wat Schwierigkeit bringen. Und die passieren in viele verschiedene Wege. Und wenn wir denken dann an die Israeliten, die können da hungrig und durstig werden. Da kann Zweifel sein, auch Ungeduld. Die begegnen dann. Hunger, ja, Dursten. Und wir können aber da kommen, wo wir unzufrieden sind. Wir grunzen. Und dann ist auch noch der Feind, was da auch mank ist. Und wenn wir denken dann an die Israeliten, wenn sie hungrig waren, dann kriegen sie, als wir in das Leid haben, wir pilgern nach Sion, hat er einen Feiden da mit dem Manna. Und ob ihr Brot, was ihnen wird, gesund holen und genug haben, alles, was ihnen fehlt. Gott versorgt das. Wie sie reisen durch eine Wüste. Ja, sie werden nicht erst Globerie rausgekommen, aber nu mussten sie doch noch eine Zeit durch eine Wüste gehen. Weil das ist Fächen, was an uns Leben ist. Wir sind all gerat, wenn wir Jesus annehmen dann, aber dann kann es doch noch eine Wüste geben, wo wir durchreisen.
wo wir können Feind begegnen und so weiter. Unsere Reise, die kann ähnlich sein, zoals de Israëlieten, dat wir mit vielen Dingen, was sie belebten. Und sie hatten noch eine Zeit, wann es so schwer ging, dann fangen sie an, zurück zu kicken nach Ägypten und dachten an, na ja, wir haben ja doch noch was gute Dinge. Und dann kam das immer durch, dass er sehr 3 Jahre hat, ab nach Ägypten zu gehen. Das ist ein bisschen so, wenn wir würden sagen, ja, yes, wir sind alle auf den schmalen Bereich, wir begegnen Dinge dort, die nicht leicht sind. Na, vielleicht soll ich dann mal ein klein bisschen da auf den breiten Bereich, ob der das lässt ja auch ganz gut bauen. Unsere Reise kann sehr so dort sein, wo kann dann Dinge, die uns das schwer merken, weil wir denken dann an David, als hij door wie, zoals we hier lesen können, Psalm 145 sagt, als mein Geist die Last nicht mehr tragen kann, dann wirst du meinen Weg. Und er kam nur dem Herrn dann, weil er seine Last nicht mehr tragen kann. Und da wir rot, und so wird er auch gewesen. Die Israeliten, eben wenn das sehr dreckig werden, sie darstig werden, und wenn da mussten Steine in Müll aufmachen oder Butter wird schälen, sie würden alle trinken können, even Fei und alles. Und das passiert auch. Ja, wenn wir denken an uns, ja, wir können auch mutlos sein und wir können unzufrieden sein. Ich glaube, die meisten von uns, wir wissen nicht, was das meint. Vielleicht nicht. Wir sind immer freundlich und gut meint. Aber was geht das mit uns? Das sind Versuchungen. Und dann zoals wir al sehen, das sind Dinge, die wir uns selbst uploaden doen. Weet je, dat wat de Welt te bieden heeft, dat laat verken zeer aantrekkend. Kijk mal hier. Dit wordt dat leven dag na een beetje makkelijker merken. Vielleicht denken we eens mal zo. Maar ik me beter veilen met vele dingen die er om zijn. En dan zeggen we, dat is waarom de vele mensen, besonders in de jongere mensen in de wereld, drug addicts zijn. Ze proberen zich te beruhigen in irgendeiner Weg. Wie dat leven is niet zeer leicht. Dat is waarom we ook veel alcoholics hebben. Nou ja, ik geloof aan dit tijd wil ik me een beetje beter veilen nu roods. Oder vielleicht worden we nog gelakt van anderen en zo wieder. En dan worden we wieder gaan staan. En dan kan we ook zeggen, oh, boy, wanneer ik een deel geld had, oh, maar dan wordt het leven nog veel leichter zijn. Toen zijn er zoveel stelen op deze wereld. En we zeggen, dat zal bloos passeren op dem Breidenberg. Maar dat immer, ook bloos op dem Breidenberg. We hebben viele Christen kämpfen mit gewissen Dingen. Und nicht bloß das, was ich hier abgenannt habe, noch viel mehr. Und manchmal fangen wir uns an zu bangen, so ich sagen darf. Und dann probieren wir uns rot zu sehen, ob er recht steht. Und in der Hinsicht loben wir uns Dinge ab, die schwer worden sind in uns Leben. Wir können dort nicht jedem Stich gehen. Es sind die anderen Dinge, die das Leben kann sehr schwer machen. Und dann denken wir an, wenn du vielleicht bist beim Doktor warst, vielleicht nicht du, aber irgendwer. Und dann habt ihr die neu sein, die hast du nicht so recht gut gefällt, alle Zeit nicht. Und dann sagt der Doktor, na, wir haben das gefunden, dass du hast Krebs. Was der hat dann ändert das ganze Leben. Weet je, da passieren auch viele Angelegenheiten. Und wenn der denken wir dann auf der Reise, passieren viele Angelegenheiten. Und wenn wir dann so eine Hand, wo da Truck fahren, dann, und der das Reisen vielleicht gar nicht mal so sehr so schön geht, aber weet je, der kann allgemein vertrauen von vielen Dingen, was sie gesehen haben, was passiert ist. Und einmal sagen wir, das sind sehr fatal, was sagen wir, das Deutsch, das sind Dodes, was das von jedem das sind hier bewerken. Und dann, das meint dann, nu ist das eng door gewesen. Und dann kommt das auch durch die Tür. Die Tür, die wisst das auch,
der ist onruhig. Dat heeft ermee te doen, because deze wereld is in de zin je geraden. Ganz van aanvang aan en doorweens zijn deze dingen hier alle. En in de natuur zijn er vele mensen wat te dood komen. We denken dan aan aardbevings en we denken aan hurricanes en verschillende andere dingen die er passeren. En veel hebben dit jaar al gehoord wat er passeren dan. En dat is een beetje zoals op een reis waar we boven gaan, waar we dingen kunnen beginnen, veelmaals afverhafs. Want ik denk dan aan ons, we hebben veel beleefd in die hinzichten aan. Man denkt dan aan schreef, ja, we zijn bekend daarmee. En tweitens, maar we denken dan aan anderen eigenlijk, dan kan ik zeggen, ja, ik had een eigenlijk, ik had alles gepland wat ik doen wil. En ik kan er gar niet zijn dat ik dat antwoord wat er passiert. Maar dan word ik eerst mal met even een maand im hospital liggen. Alle plans gaan dan weg. En dan doen we dat zo als de dingen die wat in ons leven gekomen zijn. Ja, we zijn helemaal niet zeker in die hinsicht gaan in dit leven. We zijn dan ook dat de regen die valt, even de gouden ook even de slechte. Dat is de klik als we op den breiten weg zijn en op den schmalen dingen die we beginnen worden, zijn verken goud en ook zeer slecht. Kan dat ook passeren. Weens we leven in deze wereld. De smalle weg, als dat zwaar de boven gaan, wel, im großen Ganzen, gleich würde wir sagen, no. Aber weet je, wie moeten met sommige dingen kämpfen, wat de wereld niet brukt. En dat is zo'n dingen als vervolging. En veelmaals zijn de christen, worden hier een beetje schuldig. We weten dat we zijn wat de wereld leeft. Dan zijn we ook wat dat wordt ons leren dat, waar we zullen rijk zijn. En zoals de dingen deiden, de leren eruit brengen, wat God werkelijk aanzet als goud. En dat de mensen zich dan vielleicht schuldig voelen. Maar wanneer we dat doen, dan weten we dat we vielleicht bald geen stand krijgen. En dan lopen we vielleicht bloos al dat immoralische wezen en zo wieder, wat we goed weten wat er niet zal zijn, dan lopen we bloos alle dag aan. Nou, daar worden ze ons ook dag lopen. En zo'n dingen als dit hier kunnen veel over zijn. We hebben niet tijd voor dat van jou. Dat is de christelijke zwakheid, zei we. Ik zei immer so dit, dat we een oorzaak, waarom we een kerk abstonden, dat de zeer sterk weer, dan die het niet lernen, dat is de grote vervolging. En wanneer we denken dan aan van de gänger, zo wie das wir weten wir bloß einer, wat er nicht wordt doodgemerkt. De eeuwige, die worden alle aangebracht. Hoe we because ze leiden de wereld niet toch met ihre dingen en ze worden eind, en dan vallen jaren zich schuldig en onmakkelijk. We hebben bloß das im Stich hin, mit jetzt nicht gut so steht. Weil es viel über zu sagen über dort. Was immer, der schmale Weg, der ist später. Das Ziel, dass wir wollen dahin kommen, wo wir hin wollen, ist da auch boven auf den Weg. Und wir sagen dort, der breite Weg, der hat ein eng. Und so David sagen dort, hij kijkt op eens naar de wereld en zegt, wauw, daar heb je dat ook goed. En die kan verschillende dingen doen. En als hij meest meer afgensig wordt. En dan kan hij trainen naar den vers wat ik lezen deed, waar de breite weg, die gaat hem verdorven aan. Die heeft een eng dat wat soort verdorven is. De smalle is de gouden weg. Wir haben in Galater Kapitel 6, Vers 9, da sagt es dit. Wer durch sät, sein Fleisch zu gefallen, wird von dem Fleisch verdorben ernten. Ab dem breiten Weg ist dort. Wer aber sät, den Geist zu gefallen, wird von den Geist das ewige Leben ernten. Und dort ist der schmale Weg. Ik dacht een beetje over een schrijfje, een kaartje gedicht,
dat wil ik nu lezen, wat dit alle tot een beetje klaar beschreven deed. En maar dat is schade, wat ik de vrouwen, als ze wel naar komen, zum dat zingen leiden. En dan wil we afsluiten bij elkaar. Ik wil dat eerst lezen. Het zegt als dit, Poem. De Bibel leert en zegt, dat er is een breder weg. Dit is de weg, die nu dat verdorven viert. Dit zijn de woorden die Jezus ons leert. Dan is er ook nog de schaula Wachj. En dat is wat Jezus ons zelfs heeft gezegd. Dit is die ons nu dat leven viert. Ja, dit is dat wat de Bibel ons leert. Jezus zegt zelfs dat hij is de weg. En hij heeft den voor ons al doorgelegd. En van iedereen die er boven gaat, ja, de einzige weg, die ons nu den Vader leidt. Ik hoop dat is een zegen, wanneer we daar aan denken dan. Die worden die nu vrouwen als je kan willen opkomen en dan willen we zingen. En ik zal nog eenmaal zeggen, hast u dat klaar, wo die boven jest? Als dat te zijn, dat is de smalle weg. Hast u die dingen in die leven, wat dat brucht, om op den smalle weg te komen? En dat is de Heer Jezus zelfs en ons leven. Ja, en we kunnen vielleicht nog Christen no open en we leven goed. Maar weet je wat? Bloos de Heer Jezus kan ons op den smalle weg ophelpen. En mocht dat de vol zijn dat we, jeder einer wat hier is, dat heeft. En wanneer niet, dan is de grote gelegenheid voor ons. Zijn, yes, nu is de tijd gekomen. Nu wil ik dat klaar gaan in mijn leven. Dan wil ik zeggen dan, zijt halp de vinger, wat halp de touw. We hebben nog te beden. Ons hemelse Vader, du bent de grote gnade God. Du bent gewoon wat er aangaat. Du weet ook jeder een kans wat er hier is. Dien woord leert ons dat du, al eer du de wel grondleggen deed, dan bist du al wie we wären. En Herr, dat is te schwer voor ons dat te verstaan. Maar Herr, we vertrouwen dien woord. En dat wat du ons leren is, dat wil we volgen. En we danken dir dafür, dat we kan deze grote gelegenheid gaan. Dat we kan ons leven naar die geven. En dan hebben we den vrede wat plus du ons geven kan. En we vragen, Herr, dat u in jeder ene mag zijn in Jezus' naam. Amen.